Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mich einmal mit der Frage beschäftigen, auf welchen Sachen es am sinnvollsten ist, den Recombulator 3000 anzuwenden, und für den Fall, dass man sich vorgenommen hat, alle wichtigen Sachen zu recombulaten, möchte ich euch zeigen, was ich denke, welche Items man zuerst upgraden sollte, da die meisten ihre Items nur nach und nach upgraden werden und nicht alles mit einmal. Doch bevor wir zu den Items kommen, bei denen ich sagen würde, dass es sinnvoll wäre, sie zu upgraden, erstmal ein paar allgemeine Infos über den Recombulator 3000. Man kann ihn in seltenen Fällen aus einer Obsidian-Kiste kommen, nachdem man einen Dungeon in den Katakomben erfolgreich bewältigt hat. Die Kisten, die ich bisher mit einem Recombulator gesehen habe, kosteten 5 Millionen oder 5,75 Millionen Coins. Der Recombulator 3000 kann mit einem Item in den Reforged Ambers kombiniert werden, um die Rarität des Items um 1 zu erhöhen. Aber es handelt sich dabei nicht um ein Reforge. Bei Rüstungen, Waffen und Talisman sorgt das Upgraden dafür, dass die Reforges auf den Item besser werden, die Base Stats oder die Effekte bei den Talismanen bleiben aber unverändert. Bei einigen Items werden aber auch die Fähigkeiten verbessert, wie beispielsweise bei dem Inkwand. Aber bei vielen Items ist es auch komplett sinnlos, den Recombulator zu verwenden, da man beispielsweise auch den Recombulator 3000 selber upgraden kann, was aber gar keinen Sinn hat. Kommen wir aber nun dazu, was man meiner Meinung nach zuallererst upgraden sollte. Und zwar bin ich der Meinung, dass man zuallererst anfangen sollte, seine Talismane nach und nach mit dem Recombulator zu upgraden. Denn im Gegensatz zu Rüstungen und Waffen hat man immer die gleichen Talismane dabei, egal ob man Slayer grindet, Zealots farmt oder sich durch Dungeons durchkämpft. Um nun aber zu entscheiden, ob man lieber bei seinen legendären oder seinen Common Talismanen anfangen sollte zu upgraden, habe ich einmal für Reforges, von denen ich denke, dass sie relativ häufig verwendet werden, nachgeschaut, bei welcher Stufe es am sinnvollsten wäre, den Talisman zu upgraden, da sich die Werte von den Reforges sehr verbessern, je nachdem welche Rarität die Talismane haben. Wie man hier sehen kann, ist ziemlich eindeutig, dass man absolut betrachtet bessere Stats bekommt, wenn man Talismane mit einer höheren Rarität upgradet. So bekommt man beim Upgraden eines Common Talismans, der mit Forceful gereforged ist, gerade einmal 1 Stärke dazu. Wenn man aber einen legendären Forceful Talisman upgradet, bekommt man 5 mehr Stärke. Testweise habe ich auch einmal die prozentuale Verbesserung für die 4 Reforges nachgerechnet, aber wie man hier erkennen kann, gibt es dort kein wirklich eindeutiges Ergebnis. Weswegen ich sagen würde, dass man zuerst die Talismane mit der höchsten Rarität upgraden sollte. Aber was ihr auf keinen Fall bei den Talismanen machen solltet, ist, einen Talisman zu upgraden, den ihr noch nicht auf der maximalen Stufe habt. Beispielsweise, wenn ihr den Ring of Love erst auf episch habt, solltet ihr ihn nicht mit dem Recombulator upgraden, um ihn auf legendär zu machen, denn meines Wissens nach geht er dann nicht auf die mystische Stufe, wenn er die Questreihe für den Talisman abschließt. Bei der Auswahl, ob man zuerst seine Waffe oder zuerst seine Rüstung upgraden sollte, würde ich sagen, dass es empfehlenswerter wäre, zuerst seine Waffe zu upgraden, da man dort nur einen einzigen Recombulator braucht, im Gegensatz zu einem Rüstungsset, bei dem ihr 4 benötigen würdet. Eine Ausnahme, wo ich sagen würde, dass man eher zuerst seine Rüstung upgraden sollte, wäre, wenn man in Dungeons Tanks spielen möchte. Kommen wir aber nun dazu, welche Waffen sich meiner Meinung nach überhaupt lohnen würden zu upgraden, angefangen mit den Schwertern. Ein normales Aspect of the Dragons würde ich nicht unbedingt extra upgraden, da der Recombulator teurer als das Schwert selber wäre. Wenn man aber ein komplett maxed out Aspect of the Dragons hat, welches man zusammen mit einem Ender Dragon Pet verwendet, lohnt es sich in meinen Augen schon. Das beste Schwert, auf dem man meiner Meinung nach den Recombulator verwenden kann, ist momentan das Midas Schwert, da gerade der neue Gilded Reforged sehr stark davon profitiert, wenn das Midas Schwert mystisch ist. Für die Leute, die ein Emerald Blade als ihre Hauptwaffe verwendet, sollte es sich eigentlich auch lohnen, das Schwert zu upgraden, da die Schadenssteigerung durch den besseren Reforge mehr Bonusschaden bringen sollte, als wenn man 5 Millionen Coins mehr mit seinem Emerald Blade in der Purse hätte. Die Reaper Scythe ist auch ein guter Kandidat für den Recombulator, da das Schwert selber ja schon sehr gute Werte hat, und durch die besseren Reforges auf der mystischen Stufe sollte die Reaper Scythe auch deutlich an Schaden dazu gewinnen. Und das letzte Schwert, was ich für sinnvoll halten würde zu upgraden, wäre das Pigment Sword, nicht hauptsächlich wegen den verbesserten Reforges, sondern weil die Fähigkeit meines Wissens nach auch verbessert wird, wenn man das Schwert upgradet. Und gerade für Mages in Dungeons könnte das sehr von Vorteil sein, um noch mehr Schaden mit dem Pigment Sword zu machen. Momentan sehe ich aber keinen Grund, warum man die Slayer-Schwerter wie beispielsweise das Pulse-Schwert oder den Reaper-Fälschen upgraden sollte, da man die Bosse auch mit den normalen Schwertern noch ganz bequem besiegen kann. Sollte es aber in Zukunft stärkere Slayer-Bosse geben, könnte es auch ratsam sein, diese Schwerter zu upgraden. Auch die Dungeon-Schwerter, wie beispielsweise das Adaptive Blade, würde ich momentan noch nicht upgraden, da ich davon ausgehe, dass es in Zukunft noch bessere Dungeon-Schwerter geben wird. Bei den Bögen wäre es in meinen Augen am sinnvollsten, einen Moskitobogen zu upgraden. Wenn man aber keinen Moskitobogen hat und auch nicht vorhat, sich irgendwann einzuholen, wäre auch der Runans Bow eine gute Alternative.
Ob es sich lohnen würde, einen der Bögen zu upgraden, den man momentan in Dungeons bekommen kann ich nur schwer sagen, da soweit wie ich es mitbekommen habe, die Bögen dort nicht so gut sind, was aber auch teilweise daran liegt, dass der Archer selber unbedingt einen Buff für Dungeons benötigt. Kommen wir noch kurz zu den unterstützenden Items. Bei einem Power Orb oder bei der Ryakuba hat der Recombobulator leider keinen positiven Effekt, aber bei Items wie den Inquant oder Voodoo Doll wird der Schaden der Fähigkeit verstärkt, wenn man sie upgradet, was besonders die Voodoo Doll zu einem sehr guten Item für jeden Mage macht. Kommen wir nun zu den Rüstungen. Die mit Abstand sinnvollste Rüstung, die man meiner Meinung nach upgraden kann, ist die Superior Rüstung, da die Rüstung wirklich überall im Spiel verwendet werden kann, egal ob bei Slayern oder in den ersten Floors von Dungeons oder später, wenn man sie zu Dungeon-Ausrüstung geupgradet hat, auch in schwierigeren Floors. Und gerade bei der Superior Rüstung in Kombination mit dem Renown Reforge erhält man einen starken Bonus auf alle Combat-relevanten Stats. Wenn es um puren Schaden geht, wäre es wohl am sinnvollsten, wenn man ein Elegant Tuxedo und dazu den Frozen Blaze Helmet upgradet, denn die Kombination war ja schon davor extrem stark, wenn es um Schaden ging, aber wenn man die Teile dann noch weiter upgradet, erhöht das den Schaden schon enorm. Wenn man hingegen viel Schaden aushalten will, bietet sich eine Perfect T12 Rüstung sehr gut an, um diese zu upgraden, aber anstatt den Helm wäre hier wohl eine Reaper Mask empfehlenswerter. Und die geupgradete T12 Rüstung in Kombination mit dem neuen Perfect Reforge sollte dafür sorgen, dass man so gut wie keinen Schaden mehr bekommen sollte. Die Wise Dragon Armor wieder an Popularität dazu gewonnen und wenn man unbedingt noch mehr Intelligenz mit der Rüstung haben will, spricht auch nichts dagegen, diese auf mystisch zu upgraden. Bei den Slayer-Rüstungen sehe ich momentan wie auch bei den Waffen nicht die Notwendigkeit, sie zu upgraden, zudem viele Leute die T4 Slayer auch problemlos in einer kompletten Superior-Rüstung erledigen. Ebenfalls wie bei den Waffen würde ich momentan noch keine Dungeon-Rüstung upgraden, wie die Adaptive-Rüstung, da ich nicht denke, dass die Adaptive-Rüstung schon das allerbeste Rüstungsset ist, was man in Dungeons bekommen kann, und mit einer normalen Adaptive-Rüstung kann man momentan noch extrem leicht durch Floor 3 der Katakomben durchgehen. Und noch kurz für die Leute unter euch, die gerne angeln, natürlich ist es auch möglich, seine Angel zu upgraden, und wenn man seine Angel dann mindestens mit Salty Reforged hat, erhält man eine 2% höhere Sea Creature Chance, wenn man seine Angel von Epic auf Legendär oder von Legendär auf Mystic upgradet. Das waren damit aber auch schon alle Items, bei denen ich es für sinnvoll halten würde, wenn man sie upgradet. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Items ihr bis jetzt mit einem Recombobulator 3000 verbessert habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!